Warum kommen moderne Spiele wie Forza Horizon 6, GTA 6 oder vielleicht auch The Elder Scrolls 6 nicht auf Konsolen wie der Xbox One oder PlayStation 4? Ja, was ist mit den alten Konsolen? Das kann man doch nicht machen. Ja, solche Fragen höre ich immer mal wieder. Das ist auch schon länger ein Thema, auch immer wieder im Stream mal. Und wir gehen heute mal darauf ein, warum es Quatsch ist, sich Spiele wie Horizon 6 auf alten Konsolen zu wünschen. Denn wir hatten da neulich einen Kommentar, der hat dem fast den Boden ausgeschlagen. Weil, also das war ja wirklich ein Highlight. Ne? Man muss halt wissen, warum das so ist. Und ja, alte Konsolen sind keine schwächeren PCs, sondern einfach eine harte Grenze. Die Xbox One zum Beispiel ist technisch über 10 Jahre alt. Das betrifft vor allem die CPU, die sehr schwach für heutige Spiellogik und KI ist. Festplatten sind HDD statt SSD, bedeutet lange Ladezeiten oder Streaming-Probleme. Das haben wir immer wieder in Forza Horizon 5 zum Beispiel festgestellt. Wenn irgendjemand in unserer Kolonne auf der Xbox One war, haben Rennen viel länger gebraucht, um zu laden, weil die One halt viel langsamer lädt wegen der HDD-Platte. Und nun, dann haben wir noch RAM und Speicherbandbreite, GPU-Features, die moderne Engines voraussetzen, alles Probleme. Viele Spiele sind heute um SSDs herum gebaut, die Spielwelt wird permanent nachgeladen, auf Xbox One geht das schlicht nicht schnell genug, egal wie sehr man optimiert. Ich hatte zum Beispiel mal aus Jux und Dollerei damals Test Drive auf einer HDD installiert und kaum war ich über 300 km unterwegs, kam die Spielwelt nicht mehr hinterher. Tja, die Festplatten haben nun mal eine langsamere Lese- und Schreibgeschwindigkeit, aber das geht manchen Leuten anscheinend nicht in den Kopf. Nun, das ist halt kein, ja, Regler runterdrehen und dann läuft alles, das ist ein fundamentales Problem, ne? Aber damit kommen ja viele, ja, skalier einfach runter, ne, mach halt schlechtere Grafik und fertig. Was aber wirklich passieren muss, Systeme müssen doppelt gebaut werden, Features müssen entfernt oder umgeschrieben werden, Performance-Bugs tauchen dann auch nur auf den alten Konsolen auf und ja, das ganze Geteste verdoppelt sich. Am Ende hast du eine Version, die die alte Konsole gerade so schafft und Next-Gen-Version, die künstlich gebremst wird. Und das wollen wir natürlich heute nicht mehr, ne? Horizon 5 ist das beste Beispiel. Es lief komplett am Limit. Laut Entwickler auch die eigene Engine war schon am Limit, nicht nur die Konsolen. Und ja, deswegen wurde ja auch ein großes Upgrade gemacht in der Hinsicht. Und wenn sowas wie Horizon 6 auf der Xbox One laufen soll, dann darf die Welt nicht zu groß sein. Die Welt darf nicht viele NPCs und KI haben. Die Physik muss simpler werden. Weniger Simulation im Hintergrund, vorsichtigeres Game Design. Allgemein muss man einfach bremsen und kann nicht das verwirklichen, was man sich da vorstellt. Also Entwickler dürfen gar nicht erst die neuen Ideen umsetzen, weil sie wissen, die Xbox One oder PlayStation 4 würde schlicht und einfach explodieren. Das bedeutet, dadurch haben wir dann auch auf den neuen Konsolen weniger Innovation, weniger mutige Ideen, Technik, Umsetzungen und ja, Next Gen fühlt sich an wie Old Gen, nur mit ein bisschen besserer Grafik. Dazu kommt ja, dass jede Plattform eigene Optimierungen, Bugs, Patches, langwierige Entwicklungszeiten hat. Das ist ja nicht so all for one, nein. Leider ist das so eine Sache, die wir auch bei Test Drive immer wieder feststellen. Ne? PlayStation, Xbox, PC, die haben alle ihre eigenen Probleme und müssen alle gesondert behandelt werden. Das ist eine Menge Arbeit. Und wenn du dann neben PlayStation und Xbox aktuell noch die alten mitnimmst, hast du schon 4 Konsolen. Plus PC sind es 5 Geräte und auch beim PC gibt es ja auch die verschiedensten Hardware-Komponenten, wo mal Probleme auftauchen können. Also ihr merkt schon, es ist einfach quatschig, sich auf die alten Konsolen noch auszuruhen. Ich meine, die Dinger sind auch schon lange genug da. Also wer es bis heute nicht geschafft hat, wenn er doch so gerne zockt, irgendwie mal über Jahre hinweg die paar Euro da, also über Jahre hinweg sind es wirklich nur ein paar Euro, ne, 500, 600 Euro, was auch immer so eine Konsole da kostet. Also, Bro, da würde ich mir mal Gedanken machen. Vielleicht gehst du einfach mal Zeitung austragen, wenn es nicht reicht. Also um es nur mal kurz und knapp zu sagen, es ist halt nicht easy und es würde die Entwicklung massiv ausbremsen. Und ja, würden neue Spiele noch für Xbox One erscheinen, wären sie objektiv schlechter. Und darauf hat halt keiner mehr Bock heutzutage. Aber kommen wir mal zu dem Kommentar, den ich da hatte. Den muss ich nur mal kurz rauskramen. Der war wirklich ein absolutes Highlight, muss ich einfach mal so sagen. Also da hat jemand geschrieben, ich nenne den Namen jetzt mit Absicht nicht. Ja, einfach nur, weil ich nett bin. Ich bin einfach nur noch sauer. Es ist eine bodenlose Frechheit, dass Forza Horizon 6 nicht für die Xbox One erscheinen soll. Nur um
um diese blöde neue Xbox Series X aufzudrängen. Also es fängt schon so an, dass er glaubt, man will ihm damit was aufdrängen. Ja, Horizon 6 erscheint nur, um euch allen eine Xbox Series X aufzudrängen. Ihr habt es erfasst, genau deswegen erscheint es auch erstmal nicht auf der PlayStation. Man will euch zwingen, einen Windows-Computer oder eine Xbox zu kaufen. Nein, natürlich nicht, aber okay. Lesen wir weiter. Ich brauche diese neue Konsole nicht und ich will sie... Entschuldigung, ich fange da schon an zu stottern, weil es ist im Grunde auch schon eine alte Konsole, ne? Die PlayStation 5 und Xbox haben jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ne? Naja, man redet schon über Next Gen und er hängt halt noch auf seiner Xbox One fest. Das ist unglaublich. Also, ich brauche diese neue Konsole nicht und will sie auch nicht. Die Series X ist für mich nicht besser, sie ist einfach nur unnötig teuer. Meine Xbox One hat eine super Grafikkarte und das Bild ist immer noch top. Schaut euch... Entschuldigung. Schaut euch Forza Horizon 5 an. Die Grafik ist dort absolut spitze. Ich brauche keine bessere Grafik, um das Spiel zu genießen. Das, was ich habe, reicht völlig aus. Ja, Bro. Wisst ihr, erinnert sich noch einer an Horizon 2 für die Xbox 360? Das war ja eine Hausnummer. Das ist auch etwas, was Playground, glaube ich, ganz schnell wieder vergessen wollte. Also ja, da hat man auch einen großen Unterschied gesehen. Das war wirklich ein Highlight. Und ja, wollten man das mit Horizon 6? Ich weiß nicht. Dann siehst du die Leute, die da alle in dieser wunderschönen Japan-Welt rumfahren und du kraxelst da auf deiner Xbox oder PlayStation 4 rum und hast da ein Pixelgewitter, ja. Weiß ich nicht. Ist nicht so geil. Aber naja. Es geht weiter. Es geht Microsoft anscheinend nur noch darum, Neukunden abzukassieren und uns Stammkunden zum Kauf von Hardware zu zwingen, die wir nicht brauchen. Ich lasse mich nicht für dumm verkaufen. Nur weil ihr zu faul seid, eine Version für die Xbox One zu entwickeln, werde ich sicher nicht hunderte Euro für eine neue Box ausgeben. Hört auf mit diesem künstlichen Konsolenzwang. Wir wollen eine echte Disk-Version für die Xbox One, die wir einfach in unsere Konsolen schieben können. Ja, ich habe es gerade schon erklärt, also wie gesagt, mit Faulheit hat das nichts zu tun, das sind einfach Ressourcen, die man meiner Meinung nach auch gar nicht mehr aufbringen muss. Wie gesagt, diese Konsolengeneration ist am Ende. Ich lese aber auch, ich zitiere mich gleich einfach mal selber am besten. Ich habe nämlich darauf geantwortet. Ich habe geschrieben, ich verstehe den Ärger absolut. Niemand gibt gern Geld für neue Hardware aus, wenn die alte für einen selbst noch gut genug funktioniert, aber genau hier liegt der Knackpunkt. Was für den Spieler noch reicht, ist für die Entwicklung moderner Spiele oft ein massives Hindernis. Die Xbox One ist technisch schlicht am Limit, ist einfach ein Fakt und nicht wegen der Grafik allein, sondern wegen der ganzen CPU-Leistung, langsamerer Festplatte und so weiter, was ich gerade schon alles gesagt habe. Die alte Architektur und so weiter. Entwickler müssen Spiele immer auf die schwächste unterstützte Konsole auslegen. Das bedeutet kleinere Welten, weniger KI, weniger Physik, längere Ladezeiten, weniger dynamische Systeme, egal was die neue Hardware eigentlich könnte. Ja? Also es ist im Grunde dasselbe, was ich euch vorhin erklärt hatte, ne, nur anders geschrieben. Und ich habe auch noch geschrieben, Horizon 5 sieht gut aus, ja, aber es ist auch ein perfektes Beispiel dafür, wie viel Potenzial absichtlich zurückgehalten wurde, um noch auf der Xbox One zu laufen. Die Entwickler haben selbst gesagt, dass viele Ideen nicht umgesetzt werden konnten, weil die alten Konsolen sie ausbremsen. Weiterentwicklung heißt nicht nur schärfere Texturen, sondern lebendigere Spielwelten, bessere Simulationen, realistische Rennen, kürzere Ladezeiten und komplexere Systeme. Ja, das hatten sie halt wirklich damals gesagt und auch, dass ihre eigene Engine ja wie gesagt schon am Limit läuft, habe ich auch vorhin gesagt und ja, es ist halt ein Highlight. Weiter habe ich geschrieben, wenn Spiele für alte Konsolen weiter erscheinen müssten, würden wir auf Dauer genau das bekommen, was viele seit Jahren kritisieren. Kaum Fortschritt, nur Iteration, dann gäbe es zu Recht Beschwerden, dass alles gleich aussieht und nichts weiterentwickelt wird. Das hat auch nichts mit Faulheit zu tun. Zwei komplette unterschiedliche Versionen zu entwickeln kostet enorm Zeit, Geld und Personal, Ressourcen, die dann nicht ins eigentliche Spiel fließen. Irgendwann muss ein technischer Schnitt kommen, sonst geht die gesamte Branche still. Beziehungsweise bleibt sie still liegen. Niemand wird für dumm verkauft. Die Xbox One hatte eine lange Lebenszeit und viele großartige Spiele, aber jede Konsole erreicht irgendwann ihr Ende. Das ist kein künstlicher Zwang, sondern eine technische Realität, wenn Spiele sich weiterentwickeln sollen. Ja, und ich wüsste jetzt nicht, was es daran auszusetzen gibt, aber er hat es halt doch geschafft. Er antwortet, doch, das ist reine Faulheit. Es werden extra Animationen für die PS5 entwickelt. Ja, die PS5! Aber bei der Xbox One lässt man sie mit Absicht weg, um die Spieler zum Umstieg zu zwingen. Das ist einfach nur unfair. Mein PC ist sogar noch schlechter als die Xbox One und wenn mein PC das Spiel irgendwie hinkriegt, dann würde die Xbox One das locker schaffen. Die Entwickler lassen die alte Konsole einfach absichtlich im Stich und optimieren nicht mehr.
damit die Leute denken, sie brauchen unbedingt neue Hardware. Man wird als loyaler Spieler einfach ignoriert. Ja, und dazu fällt mir auch persönlich gar nichts mehr ein. Das ist halt wirklich kackendreist. Ich werde hier beschissen, man will mich hier scammen. Also er sieht es halt gar nicht ein. Also, was soll ich dazu noch sagen? Er will es nicht verstehen und deswegen habe ich dazu auch gar nichts mehr gesagt. Er glaubt halt wirklich, die alten Konsolen werden, weiß der Geier, wie lange noch laufen. Er versteht wirklich nicht, dass die Dinger einfach an ihrem Limit gekommen sind, schon mit Horizon 5. Und das ist dasselbe, als würde ich fragen, kommt GTA 6 für die Xbox 360? Oder, ne, also, ich verstehe nicht, was er da für ein Problem hat. Es ist Quatsch, einfach, schlicht und einfach, ne? In einem PC kannst du aufrüsten, bei Konsolen funktioniert das nicht. Mal eben so und ja, das ist so das Ding. Und ich frage mich, denken halt wirklich viele so wie er, die immer wieder fragen, wieso kommt das nicht für die Xbox One? Ja, ich weiß, es ist ziemlich hart zu sagen und nicht unbedingt nett, aber Leute, aus dem Weg, ihr Geringverdiener, ne? So wie es Robert Geis mal gesagt hat, es tut mir wirklich leid, aber die Dinger sind am Ende. Also, dass wir darüber noch reden müssen, ist krass. Finde ich persönlich, ich weiß, ist eine harte Schiene, aber ich weiß nicht, wer will dagegen argumentieren? Ich will einen sehen, der da mit wirklich schlagkräftigen Argumenten gegen argumentieren kann, dass diese Konsolen immer noch eine Zukunft haben und uns nicht ausbremsen. Mann, die Xbox One und PlayStation 4, ich meine, die PlayStation 4, die spielt nicht mal eine Rolle, weil Horizon darauf nicht erschienen ist. Ne, das ist ja dieselbe Frage. Da hätte man noch sagen können, ja gut, vielleicht hätte man Horizon 5 auch noch auf die PS4 bringen können, wenn es ja auf der One lief, so rum. Aber ja, das wäre auch wieder extra Arbeit gewesen, denn ne, man sieht ja auch jetzt, der Port auf PlayStation ist ja auch nicht so einfach. Das ist nicht so, ja, auf Xbox läuft, dann kannst du da auch, ne, gravierst du da irgendwo in den Code PlayStation 5 ein und dann läuft. So einfach ist das auch nicht, ne. Die PlayStation hat ja auch ihre eigene Serverstruktur und, aber da will ich jetzt auch nicht zu weit ins Technische gehen. Und Horizon 6 war wahrscheinlich gar nicht von Anfang an für PlayStation geplant. Horizon 5 war der Test, lief super und dann hieß es, ja, wir machen doch auch einen Port. Und deswegen kommt der PlayStation Port auch später. Aber sich einen Port für die One zu wünschen, ich kann es wie gesagt nachvollziehen, ne, wenn man da irgendwie Schwierigkeiten hat, ne, sich mal was Neues zu kaufen, aber wie gesagt, die Konsolen sind jetzt auch schon eine ganze Weile da und mit der Meinung sind, glaube ich, alle so ziemlich dann alleine, die sich jetzt hier noch auf ihren Uralt-Konsolen ausruhen. Das ist, als wenn die nächste Generation kommt. Was macht ihr denn dann? Bleibt ihr dann immer noch da auf der Xbox One, wenn es eine Xbox Series Leck mich am, was weiß ich, gibt oder eine PlayStation 6? Oder wartet ihr dann darauf, dass die Series X irgendwie mal irgendwo 100 € kostet und dann wünscht ihr euch bis kurz vor der PlayStation 7 und so weiter dann für Ewigkeiten die neuen Spiele auf den alten Konsolen, die jetzt hier aktuell sind oder was? Also, gut. Wildes Thema, wir haben, glaube ich, aber auch mehr als genug Fakten genannt, warum das alles nicht so einfach ist, wie die sich das vorstellen, von wegen faul nur und bla bla bla. Entweder man nimmt das wie es ist, deal with it, kauf dir eine neue Konsole, rüste dein PC auf oder guck halt blöd aus der Wäsche, wenn alle anderen spielen und du nicht. Da können die Entwickler nichts für und da bist du einzig und allein selbst schuld dran. Punkt. Und damit, ja, bin ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Schreibt's gerne in die Kommentare. Findet ihr, ja, nee, alte Konsolen müssen supported werden, scheiß auf den Fortschritt, Spiele können von mir aus technisch stehen bleiben oder sagt ihr auch, nee, PlayStation 4, Xbox One war eine geile Zeit, ist aber vorbei. Es ist Zeit, einen Schritt weiter zu gehen und sich mal die aktuelle Konsole anzuschaffen oder halt den Rechner aufrüsten. Und wie gesagt, es dauert ja nur noch ein paar Jahre wahrscheinlich jetzt und wir haben schon wieder eine neue Konsolengeneration. Uiuiui. Ob man da noch mitlaufen muss, ist so eine Frage. Ne, das wird ja immer unnötiger gefühlt, eine Konsole zu haben. Außer man ist GTA 6-Fan, da ist das natürlich vom Vorteil. Oh ja, RIP PC in der Hinsicht. Aber gut, eure Meinung in die Kommentare. Liken nicht vergessen und ein Abo auf dem Kanal, um den zu supporten. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Wiederschauen und reingehauen.